Hallo und herzlich willkommen. Das jüngste Powerline-Flaggschiff namens Devolo Magic 2x6 Mesh Multiroom Kit bringt eine gute Mischung aus zwei modernen Techniken, PLC Powerline und WLAN Wireless LAN. Die interne Verkoppelung der drei Powerline-Stationen läuft über das heimische 230 Volt Stromnetz mit dem branchenschnellsten Powerline GHN bis 2400 Megabit. Die finale Weitergabe des Internets per Wi-Fi 6 alias 11AX von einem Powerline-Adapter an seine WLAN-Endgeräte läuft im 2,4 GHz Band bis 600 Megabit und im 5 GHz Band bis 1200 Megabit brutto. Der UVP für das Dreier-Set liegt knapp unter 500 Euro. Doch worum geht es überhaupt? Es geht mal wieder um die Frage, wie bringt man das Internet vom Keller bis zum Speicher, vom vordersten bis zum hintersten Zimmer und klar, häufig halt per WLAN-Funk. Aber WLAN-only ist nicht immer der Garant für glückliche User, denn egal wie alt oder wie jung die Fritzbox ist, egal wie teuer oder wie billig der WLAN-Modem-Router war, egal ob Aruba, Asus, AVM, Cisco, D-Link, HP, Huawei, Netgear, Tenda, TP-Link oder Zeigsel draufsteht, sie haben alle das gleiche Problem, die fast immer viel zu kurze Funkreichweite. Schon nach der ersten dicken Wand, schon nach der ersten dicken Decke bricht der WLAN-Durchsatz meist auf die Hälfte ein. Schon nach der zweiten dicken Decke oder Betonwand rutscht das Funkinternet auf Schneckentempo ab. Spätestens nach dem dritten größeren Hindernis ruckelt und stottert es beim Surfen, Streamen und Online-Gaming in den hintersten Zimmern. Doch wie löst man das Problem geringer Funkreichweiten? Die beste und stabilste Lösung heißt nicht WLAN-only, sondern Ethernet-LAN-Kabel in alle Räume verlegen und dann jeden Laptop, jeden PC und jeden Fernseher direkt an so ein LAN-Kabel verbinden. Machen wir ein Beispiel. Am jüngsten AVM-Flaggschiff namens Fritzbox 6690 Cable gibt es zu diesem Zwecke 3x1000 und 1x2500 Megabit Ethernet-LAN-Buchsen. Und genau dieser offizielle LAN-Speed wird auch nach der ersten, zweiten oder dritten Decke tatsächlich nur ganz marginal heruntergebremst, sofern man gute LAN-Kabel der Gattung Cat6, Cat7 oder Cat8 bis in jedes Zimmer verlegt. 10 Meter Cat6-Kabel kosten keine 10 Euro. 100 Meter keine 100 Euro. Billiger und besser kann man das Internet nicht im Heim verteilen. Falls ihr keine LAN-Kabel kreuz und quer durch eure Wohnung verlegen könnt oder nicht wollt oder nicht dürft, lautet die nächste Idee ganz trendig: WLAN Mesh Repeater. Wollt ihr den Kabelverhau noch weiter reduzieren, dann hängt wenigstens den ersten Repeater per Kabel an den LAN-Port eures WLAN-Routers und koppelt die weiteren Repeater dann bloß noch per Funk in das Mesh-System ein. Nur wenn es gar nicht anders geht, könnt ihr den WLAN-Router und alle nachfolgenden Repeater auch komplett nur über die Luft verkoppeln, also 100% WLAN-Mesh. Doch bitte immer daran denken, die systeminterne Verkoppelung dieser Funkstationen frisst wertvolle Kapazität aus der WLAN-Luft, die euren WLAN-Endgeräten dann nicht mehr zur Verfügung steht. Die nächste Lösungsvariante nennt sich Powerline, kurz PLC. Das steht für Power Line Communications. Dabei wird der erste PLC zu WLAN-Funker per LAN-Kabel mit einem WLAN-Router verbunden. Die weiteren Adapter werden über die 230 Volt Stromleitung der Wohnung oder des Hauses miteinander verkoppelt. Zu diesem Zwecke wird quasi ein virtuelles LAN-Kabel, Huckepack, auf die Stromleitung draufmoduliert. Jeder Powerline zu WLAN-Funker ist gleichzeitig auch ein Wi-Fi 6 Zugangspunkt, so ähnlich wie ein WLAN Access Point. Nur dass die Local Area Vernetzung zwischen den drei Stationen halt unsichtbar im 230 Volt Netz läuft.
Bei dieser Lösung kann niemand mehr über Kabel stolpern oder über den Kabelsalat klagen, weil diese Leitungen ja schon seit dem Rohbau komplett unter Putz in der Wand liegen. Bohren, Dreck und die mühsame Verlegearbeit entfällt auch. Und beim Umzug einfach ausstecken und in den neuen 4 Wänden wieder in Betrieb nehmen. Just zu dieser hybriden Powerline zu WLAN-Technik betrachten wir heute mal das Topmodell, zumal wir die Lösung damit am besten erklären können. Der Zungenbrecher Devolo Magic 2 Wi-Fi 6 Mesh Multiroom Kit mit 3 Adaptern kostet knapp 500 € UVP. Es gibt aber auch kleinere Magic 2 Wi-Fi 6 Kits, die weniger kosten, bis runter zum einzelnen Devolo Magic 2 Wi-Fi 6 Add-on Adapter um 179 € UVP. Das Multiroom-Kit um 500 € enthält 3 identische Powerline zu WLAN 6 Stationen, die laut Verpackung mit allen anderen Devolo Magic Adaptern und allen vom Home Grid Forum zertifizierten Produkten kompatibel sind. Aber halt auch nur mit denen. Nicht kompatibel sind die neuen Devolo Magic Adapter mit den altbekannten Devolo DLAN Powerline Adaptern und weiteren HomePlug AV Produkten samt Devolo Wi-Fi Outdoor Adaptern. Die Rückseite der Packung verspricht Powerline über die Stromleitung bis zu 2400 Megabit und WLAN über die Luft bis zu 1800 Megabit. Alles brutto. Wir werden gleich noch testen, was netto davon übrig bleibt. Dank Powerline wird jede Steckdose mit einem WLAN-Adapter zum kraftvollen WLAN-Hotspot. Zuverlässiger als jeder Repeater, steht auf der Packung. Für große Wohnflächen auf bis zu 3 Etagen, so Devolo. Zur Installation empfiehlt Devolo seine kostenlosen Apps aus dem Google Play oder Apple App Store. Das klingt zwar super trendig, wir empfehlen aber trotzdem lieber die Einrichtung über einen Internetbrowser. Am großen Monitor ist das Setup doch viel übersichtlicher. Die Packung erklärt auch, warum Devolo Mesh WLAN bei dicken Wohnungswänden mehr Reichweite bringt als herkömmliche WLAN-Repeater oder nur Router. Genau, weil Devolo-Adapter halt hinter WLAN auch noch Powerline im Rücken haben. Letzte Seite der Packung. Über den QR-Code geht es mit dem Handy oder Tablet ganz bequem zu einem gut gemachten Ratgeber auf der Devolo-Website. Machen wir nun die Kiste auf. Hier liegen 3 Devolo High-End-Adapter, dicht gepackt wie die Heringe in der Dose. Vorne fallen die 230 Volt Durchsteckdosen ins Auge. Dadurch gehen trotz 3 ganz neuer Geräte keine Steckdosen im Haushalt verloren. An der rechten Seite sieht man jede Menge Lüftungsschlitze. Hinten finden wir die Login-Daten zum WLAN und zum Powerline. Mittig sehen wir die maximale Belastbarkeit der Durchsteckdosen bis zu 3600 Watt. Das reicht locker für die meisten Haushaltsgeräte, auch für den Staubsauger und für den großen Schlagbohrhammer. An der linken Seite wieder jede Menge Lüftungsschlitze, weil WLAN und Powerline-Chips halt Wärme produzieren. Unten hat jeder Powerline-Adapter 2000 Megabit Ethernet-Buchsen, damit man Endgeräte nicht nur per WLAN, sondern auch per LAN-Kabel verbinden kann. Direkt neben den LAN-Buchsen hat jeder Adapter ein Loch mit einem Reset-Taster für die hardwaremäßige Zurücksetzung in den Werkszustand. Zudem liegt ein Cat5e LAN-Kabel in der Lieferschachtel, das mindestens bis 1000 Megabit Netto-Durchsatz taugt. Dazu 2 Drucksachen. Wer sein Produkt bei Devolo registriert, bekommt 12 Monate kostenlose Garantieverlängerung. Zudem lag in der Lieferkiste ein Installationsheftchen, das man auch als PDF im Internet findet. Ein einzelner Adapter bringt 371 Gramm auf unsere Briefwaage. Alle 3 Adapter zusammen wiegen etwa 1116 Gramm. Im Vergleich zur 20 cm hohen Fritzbox 6690 wirken die ebenfalls wuchtigen Devolo-Adapter schon fast zierlich. 15 cm hoch, 7,5 cm breit und 4 cm tief, zuzüglich Schuko-Stecker, der hinten aus den Powerline-Adaptern herausschaut. Die Basisinstallation war denkbar einfach. Steckt man die Geräte auf kurze Distanz in Steckdosen, kann man besser sehen, was passiert. Das sogenannte Auto-Pairing
Wiring der Adapter startet beim ersten Einstecken, damit Sie eine verschlüsselte Powerline-Verbindung untereinander aufbauen. Später verteilt man die Adapter an ihre finalen Standorte. Zuerst haben die Häuschen in Rot geblinkt. Ein paar Minuten später waren alle Lämpchen weiß. So schnell waren alle 3 Adapter fertig verkoppelt und betriebsbereit. Jetzt kann man den ersten Devolo-Adapter per LAN-Kabel mit einem WLAN-Router verbinden. Die 2 weiteren Powerline-Adapter verteilt man auf die gewünschten Steckdosen im Rest der Wohnung oder des Hauses. In der Regel reicht es, den ersten Devolo-Adapter mit einem 1000 Megabit-Port eines Routers zu verbinden. Den 2,5 Gigabit Ethernet-Port des Routers, sofern vorhanden, wie etwa an der Fritzbox 6690, spart man sich für schnellere Geräte, zum Beispiel für einen 2,5 Gigabit NAS-Speicherserver. Wenn der vorhandene WLAN-Router sowieso ein schlechtes WLAN hat oder sein WLAN im Keller funkt und dort nie gebraucht wird, kann man das alte WLAN komplett abschalten. Stattdessen nutzt man nur noch das ab Werk voll funktionsfähige WLAN-Mesh-Netz der 3 Devolo-Adapter. Das neue WLAN-Netz bekommt dann automatisch einen neuen, einheitlichen Wi-Fi-Netzwerknamen vom Devolo-System. In unserem Falle Devolo 703. Das passende WLAN-Passwort kann man hinten an einem der Adapter ablesen. Einfacher geht es kaum für den User. Mehr ist nicht nötig. Das neue WLAN-Mesh-Netz läuft. Will man das neue WLAN jedoch an die eigenen Wünsche anpassen, dann greift man per Handy-App oder noch besser per Browser auf das Devolo Mesh-Netz zu. Am großen PC-Monitor hat man mehr Überblick als am kleinen Handy-Display. Öffnet man gleichzeitig das Fenster des Internet zuspielenden Routers, etwa einer Fritzbox 6660, so kann man in aller Ruhe überlegen, welche Einstellungen man vom Router in das Devolo Mesh-Netz übernehmen möchte. Das Devolo-System bietet viele Optionen. So konnten wir mühelos 2 verschiedene Netzwerknamen vergeben, etwa Devolo 703 2G für das 2,4 GHz Band und Devolo 703 5G für das 5 GHz Band. Natürlich könnten wir das WLAN auch Harrys Hütte oder Dianas Kneipe nennen. Einfach überschreiben und speichern. Der 2,4 GHz Funk lässt sich von 11AX bis auf 11N herunterschalten oder man lässt einfach die Automatik drin. Auch im 5 GHz Band kann man von 11AX auf 11AC herunterschalten, falls man noch keine 11AX Geräte hat. Den ab Werk schwierigen WLAN-Schlüssel setzen wir mühelos auf nur 8 Zeichen, etwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 herunter, allerdings nur für Testzwecke. Im echten Produktivnetz bitte alle Passwörter so kompliziert und lang wie möglich wählen. Ein Gastnetz namens Devolo Guest 703 war per Mausklick ruckzuck aktivierbar. Auch diesen Namen kann man überschreiben, etwa mit Harrys Gasthaus. Die Bedienoberfläche hat sich auf Deutsch gemeldet. Man kann sie aber auf Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch oder Portugiesisch umstellen. Smarte WLAN-Mesh-Funktionen waren ab Werk aktiviert, etwa Roaming, AP-Steering, Band-Steering, DFS Dynamic Frequency Selection und Airtime Fairness. Man kann sie auf Wunsch, aber auch per Mausklick abschalten. Schön ist auch die Zeitsteuerung für das WLAN und das WPS, das bequeme Anmeldeverfahren namens Wi-Fi Protected Setup. Natürlich gibt es auch eine Erkennung der Nachbarnetzwerke. So viel zum Bereich WLAN. Im Bereich Powerline kann ein automatischer Kompatibilitätsmodus für die DSL-Profile VDSL 17a und VDSL 35b gewählt werden. So lassen sich eventuelle Störungen zwischen VDSL und Powerline vermeiden. Wer sowieso kein VDSL hat oder keine Störungen bemerkt, kann das Powerline-System aber in voller Leistung belassen. Oder man lässt automatischen Kompatibilitätsmodus aktiviert. Dann löst das Devolo-System automatisch alle DSL-Interferenzen selbstständig, ohne Zutun des Nutzers. Unter Systemstatus lässt sich die Temperatur der CPU, Powerline und WLAN-Chips für 2,4 und 5 GHz einblenden.
Wie man sieht, trägt auch Powerline ordentlich zur guten Heizleistung der Devolo-Adapter bei. Unter Systemkonfiguration lässt sich jeder Adapter wieder getrennt in den Lieferzustand zurücksetzen. Die neueste Firmware lässt sich wahlweise händisch oder automatisch einspielen. Das Copyright der Software liegt offenbar bei der Devolo AG und/oder Qualcomm Atheros und/oder Max Linear. Letztere sitzen beide im südlichen Kalifornien. Wir nähern uns dem Praxistest und müssen jetzt zwei Bereiche ganz klar unterscheiden: Powerline und WLAN. Erstens. Powerline. Wie schnell rast das Internet über die Stromleitung vom ersten Powerline-Adapter, der mit dem Router verbunden ist, bis zum nächsten Devolo-Adapter? Zweitens. WLAN. Wie schnell wird das Internet vom Devolo-Adapter über die Luft vollends an das WLAN-Endgerät herausgefunkt? Devolo nutzt in seiner Magic 2 Wi-Fi 6 Mesh-Familie die derzeit schnellste Powerline-Gattung namens G.HN mit nominal bis zu 2400 Megabit brutto. So viel Speed kommt aber nur in perfekten Stromleitungen, in gefilterten Laborumgebungen. Die Stromleitungen unserer normalen Wohnung sind schon über 30 Jahre alt. Da hängen auch viele Stromverschmutzer wie Kühlschrank, Rechner, Netzteile, Dimmer, Fernseher und mehr im heimischen Stromnetz. Das ganz normale Leben halt. In dieser Umgebung sind kaum mehr als 200 Megabit netto via Powerline zu schaffen. Die fleißigen Kollegen von CT und Computerbild haben jedoch störungsarme Stromnetze zu Testzwecken aufgebaut. Ernst Ahlers von der CT in Hannover etwa misst in seiner gefilterten Testleitung beachtliche 450 Megabit. Quelle CT im Februar 2022. Patrick Skorupa von der Computerbild in Hamburg schafft sogar Powerline-Bestwerte bis zu 675 Megabit brutto in seinem selbstgebauten Reinstrom-Testkasten. Quelle Computerbild Heft 07 2022, Seite 89. Wer also ein extrem sauberes Stromnetz in seinem Neubau hat, könnte im echten Leben irgendwo zwischen 200 und 700 Megabit Powerline-Durchsatz liegen. Vermutlich aber nur auf kurze Distanz, denn auch Powerline lässt mit zunehmender Distanz im Speed stark nach, genau wie WLAN. Allerdings kommt Powerline ganz leicht, nämlich per Kabel, durch dickste Stahlbetonwände oder Decken hindurch, an denen WLAN oft schon auf die Hälfte heruntergebremst wird. So viel zu Powerline. Nun zu WLAN. Hier hat Devolo moderne Wi-Fi 6 Funkmodule mit bis zu 600 Megabit bei 2,4 GHz und 1200 Megabit bei 5 GHz in seine jüngste Mesh-Familie verbaut. Zusammen also 1800 Megabit. Wir messen den WLAN-Durchsatz mit 3 verschiedenen Smartphones von Wi-Fi 5 bis Wi-Fi 6E an 5 zunehmend schwierigen Stellen unserer Stadtwohnung. Das heißt, in einem sehr übervölkerten 2,4 GHz Band und in einem Gottlob nur mäßig verschmutzten 5 GHz Band. Ein Exemplar Devolo Magic 2 Wi-Fi 6 Mesh Adapter sitzt vorsätzlich an der funktechnisch ungünstigsten Stelle der Wohnung, links oben im Dachgeschoss, damit die Teststrecke so schwer wie möglich wird. Die Frage lautet nun: Wie viel WLAN kommt an den Messpunkten 1 bis 5 tatsächlich an? Im 2,4 GHz Band lag das Wi-Fi 6E Handy von Google, graue Kurve, im Netto-Speed nur knapp über dem normalen Wi-Fi 6 Handy von Samsung, braune Kurve. Das 5 Jahre alte LG G6 dagegen, blaue Kurve, hat erheblich weniger Speed aus der Devolo Wi-Fi 6 Basis herausgeholt. Im 5 GHz Band dagegen funkte das Wi-Fi 6E Handy von Google, graue Kurve, im Netto-Speed merklich schneller als das normale Wi-Fi 6 Handy von Samsung, braune Kurve. Das 5 Jahre alte LG G6 dagegen, blaue Kurve, hat viel weniger Speed aus der Wi-Fi 6 Powerline Basis von Devolo herausgeholt. Und was bedeutet das nun für die Internetverteilung in der Wohnung? Die erste Devolo-Basisstation
am ungünstigsten Punkt der Wohnung, im Dach links oben, könnte ein VDSL 100 Internet bis ins dritte Zimmer verlustfrei an ein sehr gutes Handy oder Tablet oder Laptop übertragen. Würde man alle 3 Devolo-Stationen geschickt in der Wohnung verteilen, dann bekäme zumindest das WLAN-starke Pixel 6 Pro in jedem Raum das volle VDSL 100 verlustfrei aufs Display. Vermutlich käme sogar VDSL 250 in allen Räumen relativ gut aufs Handy, sofern auch das 230-Volt-Netz hinter den Devolo-Adaptern keine nennenswerten Störer hat und 250 Megabit bis ins letzte Zimmer transportieren kann. Ein Kabel 1000 oder Glasfaser 1000 Internet dagegen könnten die Powerline WLAN-Funker nur eingeschränkt übertragen. Die obersten Spitzen würden sowohl vom Powerline als auch vom WLAN der Devolo-Adapter gedeckelt. Zur Überprüfung der Reichweite haben wir einen Devolo Powerline-Funker auch mal auf unserer Outdoor-Messstrecke zum Friedensengel München mitgenommen und hinter einer Fritzbox 6690 betrieben. Messpunkt 1 war direkt am Fuße des Engels, 3 Meter vom weißen Devolo-Adapter entfernt. Messpunkt 2 war in 100 Meter Sichtweite am Ostufer der Isarbrücke. Messpunkt 3 war in knapp 200 Meter Sichtweite am Westufer der Isarbrücke. Bei 100 Metern Entfernung auf Messpunkt 2 waren die jüngeren Handys mit Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E im 2,4 GHz Band fast gleich gut. 17 und 21 Megabit. Das ältere Wi-Fi 5 Handy war hier mit 10 Megabit ebenfalls noch brauchbar. Bei knapp 200 Metern auf Messpunkt 3 schaffte das Wi-Fi 5 Handy nur noch 4 Megabit. Die beiden moderneren Handys lagen dagegen bei 13 und bei 18 Megabit. Etwas größer waren die Unterschiede im leistungsstärkeren 5 GHz Band. Das moderne Google Wi-Fi 6E Handy holte bei fast 200 Metern noch 163 Megabit aus dem entfernten Devolo-Funker. Das ebenfalls recht gute Samsung Wi-Fi 6 Handy schaffte noch 85 Megabit. Und auch das WLAN-technisch viel schwächere LG G6 war auf knapp 200 Meter Distanz mit 29 Megabit ebenfalls noch zum Surfen und Videostreamen brauchbar. Die WLAN-Reichweite der Devolo Wi-Fi 6 zu Powerline-Adapter ist also nicht schlecht. Bei den Devolo Powerline zu WLAN-Funkern kommt es aber nicht auf die schiere WLAN-Reichweite eines einzelnen Adapters an. Da soll man vielmehr 3 Adapter so intelligent in einem großen Heim verteilen, dass sie optimal zusammenwirken und sich gegenseitig ergänzen. Schon bei reinen WLAN-Repeatern sind die WLAN-Messwerte nur bedingt auf andere Immobilien übertragbar. Bei kombinierten Powerline zu WLAN-Adaptern kommt noch hinzu, dass auch die Stromnetze in unterschiedlichen Häusern unterschiedlichste Qualitäten haben können. Viel übertragbarer als die WLAN und Powerline sind Gottlob die Stromwerte. Im Standby hat jeder Devolo-Adapter etwa 7 Watt aus der 230-Volt-Dose gezogen. Dabei war nur ein einziges WLAN-Gerät über 5 GHz mit einem Powerline-Funker verbunden. In Summe wurden also 3 mal 7 sind gleich 21 Watt verbraten. Bei einem 500 Megabit Download waren es 23 Watt. Für schnelle Powerline-WLAN-Adapter sind diese Werte normal, weil Powerline ja ebenfalls Strom braucht, zusätzlich zum WLAN-Funk. Fazit: Das jüngste Powerline-Flaggschiff namens Devolo Magic 2 Wi-Fi 6 Mesh Multiroom Kit bringt eine gute Mischung aus 2 modernen Techniken, PLC Powerline und WLAN Wireless LAN. Die interne Verkoppelung der 3 Powerline-Stationen läuft über das heimische 230 Volt Stromnetz mit dem branchenschnellsten Powerline G.HN bis 2400 Megabit. Die finale Weitergabe des Internets per Wi-Fi 6 alias 11AX von einem Powerline-Adapter an seine WLAN-Endgeräte läuft im 2,4 GHz Band bis 600 Megabit und im 5 GHz Band bis 1200 Megabit brutto. Die Kombination von 2 Top-Techniken, Powerline GHN
und WLAN Wi-Fi 6 ist technisch aufwendiger und somit auch teurer als nur das eine oder nur das andere. Das Dreierset hat daher einen stolzen UVP von fast 500 €. Das sind 166 € pro Powerline WLAN-Station. Das ist kein Schnäppchen, aber wenn eine komplette LAN-Verkabelung des Trautenheimes nicht in Frage kommt und reine WLAN-Only-Repeater sich an dicken Wänden und Decken zu Tode quälen, kann so ein Powerline zu WLAN-Kit durchaus die letzte Hoffnung für ein lückenloses Internet in allen Zimmern sein. Internet kann Powerline auch durch meterdicke Wände und Decken in mehrere Zimmer übertragen, wo WLAN-Only-Repeater sich sonst bereits am schieren Gemäuer zu Tode funken würden. Das war's für heute. Ich bin gespannt auf eure Meinung, Fragen oder konstruktive Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.